Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Dienstagabend. Zu Beginn möchte ich einige Hinweise geben mit der Lockerungsmaßnahmen für Zugangsbeschränkungen zu Gottesdiensten ab dem heutigen Tag, kann man sagen. Und neue Regelungen ist für uns noch angenehmer. Ohne Fragen oder Schwierigkeiten können auch mehr Leute kommen in die Kirche, wer will. Und die wichtigen Regelungen sind erst während des Gottesdienstes und beim Zutritt, aber auch zu Verlassen des Gebäudes ist weiterhin ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten. Das ist so, früher war auch so gewesen, heute, das geht weiter. Aber dies gilt nicht für Personen, die zu einem Hausstand gehören. Hausstand bedeutet in einem Haus bzw. einer Wohnung zusammenlebende Personen. Oder Personen von 2 Hausständen. Und auch eine gemeinsame Gruppe von nicht mehr als 10 Personen. Und diese Personen müssen nicht zu einem oder 2 Hausständen gehören und müssen auch nicht zwingend einen Verwandtschaftsgrad aufweisen. Das bedeutet, in Zukunft müssen wir nur eines aufpassen, diese 10 Quadratmeter Geschichte und so weiter, alles sind abgeschafft worden und nur eines aufpassen, diese 1,5 Meter entfernt von anderen bleiben. Das gilt nicht unter Familien oder für 10 Personen. Das bedeutet, wenn wir eine Bank 10 Personen nebeneinander sitzen, aber die gehören in einer Gruppe, zum Beispiel KfD oder egal welche Gruppe. Ne? Aber es gibt keine bestimmten Regeln dafür nicht, bis heute nicht. Deswegen, oder die 2 Familien zusammensitzen nebeneinander, ohne diesen Abstand. Und es gibt das alles kommen jetzt in Fahrbrief dieses Wochenende. Liebe Schwestern und Brüder, unser Papst Franziskus ruft in seiner Buch oder Schrift Evangelii Gaudium zur weltweiten Evangelisierung auf. Und ein großartiger Auftrag. Aber wie sollen wir das tun? Über Jesus und seine Botschaft zu sprechen, ist gar nicht so einfach. Mit wem kann ich überhaupt über meinen Glauben sprechen? Wo, wie und wann kann ich die Botschaft Jesu Christi verbreiten? Heute hören wir aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 7. Und dieses Evangelium sagt etwas Entscheidendes. Wenn die frohe Botschaft nicht gehört werden will, dann geh einfach weiter. Jesus, die frohe Botschaft Gottes, ist in unserer Mitte. Ihn rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, schenke uns Beharrlichkeit und Ausdauer auf den Weg deiner Gebote
damit auch in unseren Tagen viele Menschen zu dir finden und dein Volk dir immer eifriger dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. Abraham hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold. Auch Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Schafe und Ziegen, Rinder und Zelte. Das Land aber war zu klein, als dass sich beide nebeneinander hätten ansiedeln können. Denn ihr Besitz war zu groß, und so konnten sie sich nicht miteinander niederlassen. Zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots kam es zum Streit. Auch siedelten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu Lot: Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit geben. Wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. Lot blickte auf und sah, dass die ganze Jordan-Gegend bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis Zoar hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Da wählte sich Lot die ganze Jordan-Gegend aus. Lot brach nach Osten auf und sie trennten sich voneinander. Abraham ließ sich in Kanaan nieder, während Lot sich in den Städten jener Gegend niederließ und seine Zelte bis Sodom hin aufschlug. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündigten schwer gegen den Herrn. Nachdem sich Lot von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Blick auf und schaue von der Stelle, an der du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich mache deine Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf, durchzieh das Land in seiner Länge und Breite, denn dir werde ich es geben. Da zog Abraham mit seinen Zelten weiter und ließ sich bei den Eichen von Mamre in Hebron nieder. Dort baute er dem Herrn einen Altar. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft deine Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten
und sich umwenden und euch zerreißen. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So Jesus Christus, der uns das Reich Gottes nahegebracht hat, tragen wir unsere Bitten. Wir beten für all die Menschen, die ihren Glauben nicht offen leben können oder wegen ihres Glaubens sogar verfolgt werden. Herr Jesus Christus, wir beten für all die Menschen, die für ihren Glauben einstehen, sich nicht unterkriegen lassen und sich unermüdlich für das Reich Gottes einsetzen. Herr Jesus Christus, wir beten für all die Menschen, die so fern sind von dir und ihre Herzen nicht erweichen lassen. Herr Jesus Christus, wir beten für all die Menschen, die auf der Suche sind und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Herr Jesus Christus, wir beten für unsere Kranken und Schwerkranken aus unserer Familien und Gemeinden, dass sie schnell gesund werden. Herr Jesus Christus, wir beten für alle Verstorbenen. Komm ihnen in Liebe entgegen und lass sie in deinem Licht geborgen sein. Herr Jesus Christus, gütiger Gott, dir vertrauen wir all unsere Bitten an. Nimm sie an und erhöre sie nach deinem Willen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Zusammenbereitung singen wir 187.
Herr, sieh gütig auf dein Volk, das sich zu deinem Lob versammelt hat. Nimm an, was wir darbringen, und mehre durch diese Feier unsere Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken für deine Liebe, die du uns niemals entzogen hast. Du hast den Menschen in deiner Güte erschaffen und ihn, als er der gerechten Strafe verfallen war, in deiner großen Barmherzigkeit erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Gnade und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalt, erfüllt es in Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verein mit unserem Papst Franziskus, unseren Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du reichst uns das Brot des Lebens und den Kelch der Freude. Gestalte uns nach dem Bild deines Sohnes, der im Sakrament unsere Speise geworden ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. 535.